humpelig. Während Melinda ihre Krankheit in Chefchaouen auskuriert hat, konnte ich mich mit anderen Wanderreisenden austauschen. Diese haben so begeistert von ihrer Route über den hohen Atlas in die Sahara erzählt, dass wir die Reiseroute kurzerhand übernommen haben. Denn einmal die Wüste sehen und über Dünen wandern, war schon als Kind ein großer Traum von mir. Wir sind noch in Asru, wo wir jetzt 4 Tage auf einem Campingplatz waren und fahren heute weiter nach Imilchil. Das liegt auf 2100 Metern. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen kälter. Ja, und wir haben eine lange Strecke vor uns, 300 Kilometer in etwa. Und deswegen machen wir das Auto fit. Genau. Und ich freue mich, heute soll es ein schöner Tag werden. Morgen ein bisschen Wolken. Ich bin gespannt, vielleicht gibt es ein paar Flocken Schnee. Schauen wir mal. Ja. Wir sind hier unterwegs in die Atlasberge und ich habe uns schon mal falsch gelotst. Und jetzt haben wir etwa 1,5 Stunden verloren von schon einem knappen Zeitplan. Ich nerv mich mega ab mir, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, nicht richtig überlegt habe und auch nicht so ganz genau geguckt habe. Und jetzt sind wir aber auf dem Weg. Es ist mega schön und ich denke schon, dass wir es nach Imilchil schaffen heute, noch bevor es dunkel wird. Ja. Wir sind auf dem Weg nach Imilchil in den Bergen und die Landschaft hat sich nochmal sehr stark verändert. Man merkt auch hier auf dem Land leben die Menschen nochmal ganz anders, sicher auch viel ärmer. Man sieht Lehmbauten, alle haben auch solche Lehmöfen im Garten oder einfach draußen vor dem Haus stehen. Die Leute hier so freundlich, wenn sie uns sehen, dann winken sie und haben Freude. Es ist echt, ja, ist echt schön. Wir müssen hier durch ein Dorf durch und hier sind alle auf der Straße. Ich glaube, es ist Markttag oder irgendwas. Ja, das wird jetzt ein bisschen eine Zerreißprobe, oder? Oder bist du noch entspannt? Ich bin noch entspannt, weil alle entspannt wirken und es ist spannend. Da müssen wir durch. Das war ja mal ein Abenteuer. Wie war es für dich da durchfahren? Durch eine Menschenmasse, einen ganzen Wochenmarkt oder Monatsmarkt mit ganz viel Vieh und Stände und ganz viele Menschen, die halt einfach den Weg, also eben auf der Straße waren. Wahrscheinlich wissen es alle und versuchen es nicht am Mittwoch dort durchzufahren. Wir Touristen wissen es natürlich nicht und haben das gemacht. Aber es war total cool, weil alle haben gelacht, uns ausgelacht, wir haben alle angelacht und es war sehr entspannt, immer also eigentlich kein Problem. Das war jetzt ein Erlebnis. Ich glaube, der hat wahrscheinlich eben die Schafe auf dem Markt gekauft. Der turnt da oben rum, als ob nichts wäre. Halt mal ein bisschen Abstand, falls er runterfällt, dann überfallen wir ihn nicht gleich. Nee, der steigt jetzt dort ein. Nee, das ist ja Mission Impossible. Nee. Ach du Scheiße. Ich will ja der steigt ein. Der
Die Tür ist abgeschlossen. Nee, jetzt kommt er rein. Vielleicht fliegt noch ein Schaf raus. Wir sind auf 1600 Meter über Meer und es geht jetzt einfach hoch bis 2100. Die Straße ist immer noch sehr gut. Melinda hat das Steuer übernommen und fährt uns jetzt die Serpentinen hoch über die N12. Da hat es auch ein bisschen Steinschlag, also bei schlechtem Wetter sollte man das tatsächlich nicht machen. Wir sind angekommen. Es ist wunderschön hier und wir sind die einzigen Camper hier auf dem Camping. Ob ich das gut finde, dass wir ganz alleine sind? 2 Frauen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt ist es so. Am nächsten Morgen kam diese Berberfrau mit ihrem Esel, um Wasser aus dem See zu holen. Sie wohnt in einer einfachen Lehmhütte und besitzt nur das Nötigste. Wie einfach das Leben hier ist und wie sehr wir bei uns zu Hause im Überfluss leben, wird uns hier immer bewusster. Guten Morgen von unserem einsamen Stellplatz, Lac d'Islet, und wir waren aber ganz alleine auf dem Camping. Ein bisschen komisch war das schon, aber wir hatten eine angenehme, ruhige Nacht und jetzt wandern wir noch hier um den See. Wir sind beim Lac, jetzt sage ich es wieder falsch, d'Islet. Und es gibt eine Sage, und zwar war eine Frau und ein Mann von 2 unterschiedlichen Stämmen, haben sich ineinander verliebt und die durften aber nicht heiraten. Und dann hat die Frau hier geweint und so ist der See entstanden und der Mann hat 9 Kilometer von hier ganz viel geweint und da ist ein anderer See entstanden. Und der Campingbetreiber hat uns aber gestern gesagt, nee, alles falsch, das waren Meteoriten, die hier eingeschlagen sind. Stimmt, 2 Meteoriten. Und wenn der Schnee schmilzt von den Bergen, dann füllt er sich hier mit Wasser. Und jetzt trinken wir Temrock. Willst du erzählen, wie es weitergeht? Ja, wir verlassen den Lac d'Islet und fahren Richtung Tingir. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Ja. Das ist eine Oasenstadt. Wir müssen weiter unten auf 1300 Metern. Etwa 3 Stunden von hier entfernt. Genau. Oder? Ganz viele Kurven. Ich glaube, jetzt geht's kurvig weiter. Kurvig und runter.
Dass uns der schönste und spektakulärste Teil der Route noch bevorsteht, das wussten wir in diesem Moment noch gar nicht. Wir haben gerade den Grand Canyon von Marokko gefunden. Und das war immer noch nicht das Beeindruckendste, was uns auf dieser Fahrt erwartete. Die Todra-Schlucht stand uns noch bevor. Marokkos abwechslungsreiche Landschaft fasziniert uns immer wieder von Neuem. Innerhalb von ein paar Stunden fahren wir durch grüne Täler, weite Ebenen und raue wüstenähnliche Gebirgslandschaften. Und das meist ganz alleine. Overlanding Marokko, die Atlasberge und es wird rumpelig. Wir sind in einer Schlucht. Irgendwo in der Mitte von Marokko und die Berge, es geht so weit hoch. Es geht so weit hoch, dass ich es gar nicht auf die Kamera bringe. Verrückt. Bevor wir in die Sahara fahren, machen wir in Tinghir ein paar Tage Pause und bereiten uns und den Van für die Reise vor. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Nächstes Mal melden wir uns aus der Sahara. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, folgt uns doch auf unseren Abenteuer.